Guten Tag, ich habe Sie letztens gewarnt, dass im August eine Risk-Off-Situation entstehen kann. Wie es öfters im August vorkommt, wenig Volumen, viel Volatilität und schließlich war eine Korrektur an den Märkten zu beobachten. Es stellt sich die Frage, ob es eine gute Idee wäre, in den Markt wieder einzusteigen, um Einbrüche zu kaufen. Heute werden wir verschiedene Argumente analysieren. Zunächst gehen wir auf die Finkaufsplattform und schauen uns den Stundenchart von S&P 500 an mit einem Ausblick auf einige Wochen. Nach dem Beginn des Ausverkaufs in der zweiten Augustwoche ist der Trendindikator nach unten gerichtet. Es gibt noch ein weiteres Abwärtspotenzial von 24,19 bis knapp 2400. Der Risikoindex ist schon überverkauft. Er wird sich verzögern, umkehren und aus dem überverkauften Bereich hinausbrechen. Derzeit sind wir noch im Abwärtstrend und nähern uns einer vertikalen Überhöhung. Aber etwa in einer Woche dürfte es zu einem Trendwechsel kommen und es wird eine Erholung beginnen. Der Tageschart zeigt eine überkaufte Situation. Der Risikoindex ist im überkauften Bereich. Die Hüllkurven berühren sich. Die Ziele weisen auf ein weiteres Potenzial innerhalb von einigen Monaten hin. Aber der Markt ist sehr überzogen. Es sind Impulsive 2 Ziele oder die am weitesten entfernten Preisziele. Sie können uns über 2500 und im Extremfall bis zu 2600 führen. Im Moment findet eine Korrektur statt und es ist wichtig, den Stundenchart im Auge zu behalten, um zu verstehen, ob der letzte Schritt nach oben noch möglich ist. Auf dem Wochenchart ist die Lage ähnlich. Der Aufwärtstrend schreitet voran und zeigt eine Überhöhung. Dennoch liegt uns keine Bestätigung dafür vor, dass der Trend aus ist. Der Risikoindex ist überkauft, die Hüllkurven berühren sich, aber die Ziele können uns innerhalb von einigen Quartalen immerhin über die Marke 2500 führen. Zusammenfassend kann man sagen, dass der langfristige Wochenchart und der mittelfristige Tageschart noch im Aufwärtstrend liegen. Sie haben eine Zwischenspitze hinter sich, aber der Anstieg dürfte fortgesetzt werden. Das Risikoertragsverhältnis ist viel zu niedrig. Aber der Anstieg setzt sich fort. Der Stundenchart korrigiert nach unten und dürfte am Monatsende in eine überverkaufte Situation geraten. So könnte dies eine Möglichkeit sein, den letzten Schritt nach oben auf dem Tageschart und dem Wochenchart aufzugreifen. Gehen wir zu Europa und dem Eurostoxx 50 über. Beim Eurostoxx 50 hat auch eine Abwärtskorrektur begonnen. Die Konsolidierung begann bereits im Juli und kommt allmählich in die Nähe des überverkauften Bereichs. Die Ziele setzen einen möglichen Rückgang auf 33,81 bis 33,30 voraus. Dies ist ca. 2 bis 3% niedriger als derzeit. Die Korrektur hat Anfang Mai begonnen und konsolidiert abwärts bereits seit 3 Monaten. Die Korrekturziele sind erreicht, aber es geht nicht weiter nach unten. Deshalb sehen wir diese Schritte lediglich als Korrektur an, die einen weiteren Schritt nach oben ermöglicht. Könnte der Index unter das Korrekturziel von 33,50 sinken, wäre der Weg zu aggressiveren Abwärtszielen offen. Diese Preisziele liegen deutlich unter unseren Zielmarken. In diesem Falle käme der Aufwärtstrend, der bereits seit einem Jahr andauert, in Gefahr. Der Wochenchart gibt uns einen längerfristigen Ausblick. Weder der Risikoindex noch die Hüllkurven signalisieren eine Überspitzung. Der Aufwärtstrend schreitet voran. Potenzielle Preisziele liegen deutlich höher, nämlich 10 bis fast 25% über dem heutigen Niveau. Deshalb müssen wir abwarten, bis der Aufwärtstrend auf dem Tageschart wieder aufgenommen wird.
Fassen wir die drei Charts zusammen. Der Wochenchart zeigt einen vielversprechenden Ausblick auf die kommenden Quartale. Die potenziellen Ziele sind noch weit entfernt. Der Tageschart korrigiert nach unten und scheint den Boden erreicht zu haben, aber das Unterstützungsniveau muss bestätigt werden, damit wir mit Sicherheit über einen Aufwärtstrend sprechen können. Mit diesem Unterstützungsniveau erwarten wir in kommenden Wochen eine überverkaufte Situation zwischen 33,50 und 33,100 zu sehen. Dies würde einen Aufwärtstrend wieder ermöglichen. Der Euro-Stoxx konsolidiert seit 3 Monaten und schwächt sich gegenüber dem S&P ab. Schuld daran ist der starke Euro. Der Euro-Stoxx kann den Aufwärtstrend aus 2 Gründen wieder aufnehmen. Entweder legen die Aktienmärkte zu oder der Euro lässt etwas nach. Und nun gehen wir zum Euro über. Auf dem Wochenchart mit dem Ausblick auf einige Quartale korrigiert er seit Dezember 2016 nach oben. Die ersten Korrekturziele sind schon erreicht, aber es kann in den nächsten Quartalen zu einer Überziehung bis zu 1,20 kommen. Die Korrektur ist noch nicht zu Ende. Der Tageschart zeigt einen Abwärtstrend mit einer leichten Konsolidierung. Die Ziele signalisieren, dass der Preis in einigen Monaten die Marke 1,20 übersteigen kann. Im Moment wird zwar eine Überhöhung beobachtet, aber der Aufwärtstrend dauert an. Auf dem Stundenchart fand im August eine Konsolidierung statt, aber der Preis bewegte sich nur wenig und nahm den Aufwärtstrend wieder auf. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Preis in den nächsten Wochen die Marke 1,18 wieder übersteigt und sogar ein neues Hoch über 1,19 erreicht. Alles in allem haben wir eine andauernde Aufwärtskorrektur auf dem Wochenchart. Die Aufwärtsbewegung auf dem Tageschart ist nicht zu Ende und kann sich noch ein paar Monate fortsetzen, und auf dem Wochenchart sehen wir eine leichte Konsolidierung, wonach der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden kann. Wer darauf wartet, dass sich die Aktienmärkte, insbesondere der Euro-Stoxx, weiter erholen, muss erst eine starke Bewegung an den US-Märkten sehen. Ein wichtiger Indikator für ein positives Szenario an den Aktienmärkten ist Gold. Im Moment liegt der Goldpreis in einer flachen Konsolidierung nach oben. Im vorigen Jahr hat Gold einen drastischen Anstieg verzeichnet, aber dann hat es wieder nachgelassen und bereitet sich nun vor, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Die Ölkurven bewegen sich nach unten und theoretisch gesehen dauert der Abwärtstrend noch an, was durch das bärische Muster bestätigt wird. Auf dem Tageschart wird ein starker Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Schon zweimal erreichte der Preis den Bereich zwischen 12,95 und 1300 und sogar höher. Diese Widerstandsebene hat sich mehrmals bewährt. Der Risikoindex ist zwar überkauft, liegt aber ziemlich hoch im Spektrum. Und ginge der Ausbruch vonstatten, könnte sich der Anstieg bis in den Bereich zwischen 1340 und 1400 fortsetzen. Aber zunächst muss der Widerstand überwunden werden. Da es noch nicht so weit ist, befinden sich die Risikoaktiva in einer Haussell-Situation. Der Preis entwickelt sich sehr schnell und kommt in den unteren Bereich der Zielwerte, aber es mangelt an Beschleunigung. Deshalb sehen wir die Lage als Aufwärtskorrektur im Rahmen eines langfristigen Bärentrends an. Der Stundenchart hat die Impulsziele erreicht und verzeichnet eine Überhöhung. Der Risikoindex ist überkauft, die Ölkurven berühren sich, trotzdem ist der letzte Schritt nach oben nicht auszuschließen, wenn er auch nicht besonders groß ist. Zusammenfassend haben wir einen neutralen Abwärtstrend auf dem Wochenchart, einen Aufwärtstrend auf dem Tageschart, der nicht imstande war, den Widerstand zu überwinden, und einen ziemlich überzogenen Stundenchart. In jedem Fall kann man nicht ausschließen, dass die Aktienpreise von dem unteren Bereich bis September ansteigen werden. Der auf Euro lautende Goldpreis hat ein besseres Risk-on, Risk-off-Verhältnis. Der US-Dollar war sehr schwach und konnte den Goldpreis nach unten drücken. Momentan korrigiert der Wochenchart weiterhin nach unten. Der Tageschart liegt im Abwärtstrend und ist noch nicht überverkauft, und der Stundenchart korrigiert seit einigen Wochen nach oben, kann aber bald außer Atem kommen. Falls der Wendepunkt wirklich erreicht wird, kann der Goldpreis in Euro den Abwärtstrend wieder aufnehmen und wieder in den Risk-on-Bereich kommen.
Die Preisentwicklung von Öl ist ein weiterer Grund für Optimismus. Seit Anfang 2016 begann der Preis ins Gleichgewicht zu kommen. Anfang 2017 wurde eine Zwischenspitze erreicht, allerdings durch einen heftigen Rückschlag im Juni gefolgt, so der Tageschart. Beim Tiefststand im Juni war der Risikoindex überverkauft, was zu einer Erholung geführt hat. Die möglichen Ziele für kommende Monate liegen im 60er-Bereich und flößen Zuversicht ein. Der Rückschlag kam im August ins Stocken, sodass man mit einer weiteren Erholung rechnen kann. Wir haben Stiere in allen 3 Zeitbereichen, die davon zeugen, dass der Ölmarkt schließlich ins Gleichgewicht kommt und bis zum Jahresende zulegen kann. Es würde ein positives Signal für den reflationären Handel und eventuell den Aktienmarkt geben. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.